Wir waren uns am Anfang nicht ganz sicher, ob eine Durchfallerkrankung direkt nach dem Mittagessen eine gute Idee ist. Wir haben uns dafür entschieden, doch. Und das Zweite, warum ich mich so sehr freue, weil wir eine hochdekorierte Kollegin haben aus Warschau, die den Vortrag für uns hält. Sie hält ihn in Englisch und die Lisa hat sich bereit erklärt, die deutsche Synchronübersetzung zu machen. Jetzt schaue ich gerade mal ganz angestrengt nach Lisa. Das wundert mich nicht. Frauen haben ein Faible dafür, den besonderen Auftritt zu frönen. Nichtsdestotrotz darf ich Sie schon nach vorne bitten. Aber es ist nicht so, dass Sie wieder an der Alarmanlage spielt. Ach nein, da ist sie. Lisa, wir brauchen dich. Die Frau Gajda benötigt einen Synchronübersetzer. Einen kleinen Applaus bitte für Frau Gajda und vor allen Dingen für Lisa. Wer so viel Wert auf den Auftritt legt, der muss auch belohnt werden. Ich gebe an der Stelle ab an die Frau Gajda und an dich. Hallo? Ja. Good afternoon, everyone. I'm Anna Gajda from Warsaw University of Life Sciences. Ja, das ist die Anna Gajda von der Warschauer Universität. Guten Tag. I am a veterinarian by trade, a scientist by job, and also by heart I'm a beekeeper. So I'm going to try and show you my perspective to this disease, to nosemosis. Als Wissenschaftler, Tierarzt und auch Imker wird sie euch heute ihre Sicht über Nosema erzählen. You probably all know that the bees all over the world are dying, and it happens more and more every year, I would say. Ihr wisst ja, dass die Bienen in den letzten Jahren immer mehr gestorben sind und das wird auch immer mehr. I can show you what happens in Poland. We are conducting a monitoring study for 16 years now. Das ist die Situation in Polen. Hier ist mal eine Studie über die letzten 16 Jahre aufgenommen. The red line here, that's the acceptable loss by 10%. Diese rote Linie kennzeichnet den akzeptablen Verlust bei 10%. And everything above, that's high colony losses. Alles, was da drüber liegt, wird als hoher Kolonieverlust angesehen. And from our studies, we have some results. And it turns out it's the same as all over the world. So, of course, Varroa takes the first place in colony losses. And then the second, when just looking at the diseases, is Nosema. Auch in ihren eigenen Studien wurde immer festgestellt, dass natürlich Varroa Platz 1 ist als Grund für alle Kolonieverluste, aber Platz 2 ist Nosema. And of course, on the third place, that's everything else, because most of those diseases are not as severe. Und Platz 3 ist alles Mögliche, weil viele Krankheiten, die entstehen können, nicht so extrem schädlich sind wie bei Platz 1 und 2. And recently, there has been a try to rename nosemosis, Nosema actually, the species, to Vairomorpha. But for the sake of our discussion, I'm going to use the Nosema name because I like it more. Es gibt einen kleinen Streit, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen den Bezeichnungen. Also es gibt halt Nosema und Vairomorpha, aber zur Einfachheit wird sie jetzt immer Nosema nutzen. So, first of all, what is nosemosis actually? It's a disease caused by a tiny fungus that lives in cells of the midgut of the bee.
and destroys them. Zunächst mal, was ist Nosema überhaupt? Das ist ein ganz kleiner Pilz, der in dem im Darm der Biene liegt und es von innen auffrisst quasi. So if the cells are destroyed, the bee cannot digest, she cannot ingest the food that she intakes, so she will be hungry all the time, so she will be eating all the time. And then still she's going to die of starvation. Wenn die Zellen also einmal zerstört sind, dann kann die Biene nichts mehr verdauen und hat dementsprechend immer ein Hungergefühl und wird immer essen, aber zeitgleich auch verhungern. And that's how it looks inside. I'm not going to tell you the entire story, just this little part. Ja, so sieht es im Detail aus. Keine Angst, das will sie jetzt nicht im Detail erklären, nur dieser eine Punkt hier. So at the very end, because the cycle starts here and it goes on like this, but that's less important to us right now. At the very end, you have the cell where there is too many spores and they break the cell and then they spill to the inside of the midgut. Also wir haben hier einen Kreislauf, der jetzt gar nicht im Detail erklärt wird, aber am Ende sieht man halt, dass sehr viele Sporen in den Zellen sind. Die führen dann dazu, dass die Zelle platzt und sich frei die Sporen im Darm dann verbreiten. So generally, what are the factors that are helping nosemosis to thrive, the disease in the colony? If the bees are underfed, if they are starving, if they have not enough food, protein or carbohydrates, Jetzt kommen ein paar Fakten, die die Ausbreitung von Nosema erstmal befürworten. Und das ist zum Ersten, dass die Bienen quasi unterfüttert sind und zu wenig Kohlenhydrate und Proteine aufnehmen können. So you had a lecture before about the hygienic behavior. So if the queens make bees with, less hygienic bees in general, also they are not cleaning the hive properly. Those spores are microscopic, so you can't really see them. But when the bees clean the hive, they also clean out the spores. Das hat auch mit dem Hygieneverhalten zu tun. Also wenn das Hygieneverhalten nicht so etabliert ist in dem Volk, dann tun die Arbeiterbienen auch die Sporen, die eigentlich weggeputzt werden. Wenn das Hygieneverhalten vorhanden ist, dann werden die Sporen nicht weggeputzt. And generally bad hygiene measures in the apiary. So if some beekeeper doesn't really care if the hive is clean and disinfected, if the apiary looks good, and there is no dirty things or empty frames just laying around, it should be good. From my practice, when I go and inspect apiaries, if it's clean, if it's in order, usually there are less or no diseases at all, excluding Varroa, of course. Dasselbe gilt für das Hygieneverhalten des Imkers. Also wenn der Imker seine Waben sauber hält, zumindest ist das auch ihre Einschätzung und auch Erfahrung, dass wenn die ganzen Waben sauber gehalten sind, dass dann auch Nosema weniger stark vertreten ist. And lastly, your neighbors. So you're good beekeepers because you come to lectures, you want to learn, you want to be better. And then sometimes there are those, usually very small beekeepers, that just say, okay, I will keep bees as nature intended. I'm not going to do anything to them because they survived so long, so I'm not going to even treat Varroa. And then there is this pathogen pressure, not only from Varroa, also from Nosema, from American foul brood, from anything you want. And then you have diseased colonies, everybody actually in the surrounding area. Das gilt auch für Nachbarimkereien. Es gibt ja auch Imker, die eher auf natürliche Art praktizieren und auch auf eigensinnige Art und vielleicht sagen, dass sie nicht mal auf Varroa irgendwie arbeiten, nicht sauber machen, die Bienen weitestgehend alleine lassen. Dann hat sie noch gesagt, euch quasi gelobt, dass ihr hier seid und was dazu lernen wollt.
Aber quasi von benachbarten Imkereien kommen natürlich auch die Pathogene auf die eigenen Flächen. And now I have a question to you. How many ladies do we have in the room? Wie viele Frauen gibt es hier im Raum? Mal melden. Ooh, nice. Sehr schön. Okay. I asked because, okay, and the male beekeepers, please cover your ears. Männliche Imker, bitte Ohren zu. Because ladies usually have their apiaries cleaner and more healthy. And that's science. That's science. That's not genderism or anything. Im Allgemeinen sind die Bienenstöcke von Frauen sauberer und das wäre wissenschaftlich belegt und kein Genderwahnsinn. So you need to learn from your ladies. Ihr sollt von euren Frauen lernen. So, to make things worse, Nosema, when it breaks the cells, then tiny holes are created, and these are gates for viruses. And there are 3 major viruses that actually come in, bees' bloodstream, so black queen cell virus, Apis mellifera filamentis virus, and bee virus Y. Bei einer Nosemaerkrankung hatten wir ja gerade, werden die Zellen zerstört und dementsprechend gibt es auch eine Schranke für allerlei Viren, die eintreten können, die hier aufgelistet sind. It's spread usually with sweet feces. So when the bee eats carbohydrates primarily, then cannot digest or ingest, what comes in comes out. So you have those sweet feces that other bees like and will eat it. Das ist dann so, dass der Kot süßlich wird, also wenn die Bienen die Proteine und die Zucker nicht verdauen können, dann kommt es so raus, wie es reingekommen ist und dann werden andere Bienen das essen, weil das die anzieht, weil das so süßlich ist. And also trophallaxis, so when they share food, because spores are all over the bee, all over the mouth and inside the entire digestive tract. Und auch wenn das Futter von Maul zu Maul ausgetauscht wird, dann ist natürlich auch eine Übertragung. Okay, so now we come out of the hive. Jetzt gehen wir aus dem Bienenstock raus. And outside, it's even worse. Und da ist es nochmal schlimmer. You can see here. So when a diseased bee comes out of the hive and all those arrows are diseased bees. Okay, also alle Pfeile, die man hier sieht, das sind erkrankte Bienen, die aus dem Stock rauskommen. So when a diseased bee comes out of the hive, she goes onto a flower, leaves some spores, and then another bee can come and take those spores. Also die kranke Biene, die fliegt raus auf eine Blüte, verteilt dann ihre Sporen und die nächste Biene, die kommt, nimmt die Sporen wieder auf. But also it can happen between hives when bees wander or rob each other. Aber dasselbe kann auch passieren, wenn die Bienen zwischen den Bienenstöcken hin und her fliegen, auch beim Raub zum Beispiel. So you can see that if you have a lot of hives on, let's say, 1 square kilometer, and then just one is sick, everybody will be sick after some time. Wenn man jetzt in einem Quadratkilometer einen Bienenstock hat mit der Nosemaerkrankung, dann werden höchstwahrscheinlich alle anderen auch die Erkrankung bekommen. Okay, let's move on. When you move infected comes from the sick colony to healthy hives, you know what happens because the honey is full of spores. Wenn Waben beim Ablegerbilden zum Beispiel transportiert werden in neue Bienenstöcke, dann wird das auch weitergetragen. And of course, if honey is infected, syrup will be the same way, pollen, bee bread, anything you want. Dasselbe gilt für Honig, Syrup, weiß ich jetzt nicht, was das imkerlich, Futtersirup, danke, Pollen und Bienenbrot auch. And of course, dirty equipment, and by dirty, I mean not disinfected, not cleaned. Dasselbe gilt für die Ausrüstung, also wenn die halt jetzt nicht sauber ist und dementsprechend dann auch die Infektion weitertragen kann beim Arbeiten. And like I said, when the bees rob each other, usually the strong colonies rob the weak colonies, right? So the weak colony, if it's diseased, the strong colony is going to catch the disease and then
probably die. Bei dem Raubverhalten ist es natürlich so, dass die schwachen Kolonien von den stärkeren ausgeraubt werden und dementsprechend bekommen die stärkeren dann auch die Erkrankung. And right now everybody is very, very sad, I know, because I'm talking about diseases, but that's my job. And this site is always like, it takes me 10 minutes to make everyone sad. Sie ist es gewöhnt, dass sie immer so nur 10 Minuten braucht, wenn sie ihre Vorträge hält über Krankheiten und so weiter, dass dann alle traurig werden. But okay, let's move on so you can actually listen to something more happy. Aber jetzt machen wir einfach weiter, damit ihr was Schönes hört. Wandering bees. Let's say one wandering bee from sick colony goes into a healthy colony. In order to get in, she has to give a droplet of nectar. And in this nectar already there is a chance that there will be millions of spores. So if other bees take it, the disease will just be there. It's going to develop slowly, but it's going to be there. Wenn Bienen wandern und eine kranke Biene in ein gesundes Bienenvolk rüberwandert, dann macht das auch schon ungemein was aus, dass bei einem kleinen Tröpfchen Austausch schon der Rest der Bienen erkranken kann. And of course, queens from infected colonies are also a source of infection for the colonies that they are introduced to. Dasselbe gilt für Königinnen von infizierten Kolonien. Wenn die umgesetzt werden, dann ist es natürlich auch eine Quelle. And usually nosemosis is connected by the beekeepers with the prolonged abdomens, with those crawling bees, with feces, prolonged abdomens, feces on the hive and in the hive as well. Unter Imkern ist Nosema ja so erkenntlich, dass das Abdomen verändert ist und dass man überall solche Kotablagerungen sieht. And that would be nosemosis type A. So right now you can see that there will be more. Und das wäre dann Nosema Typ A. Und das sieht man auch hier, dass da auf jeden Fall noch mehr ist. So nosemosis type A is still present in Europe, but there is less and less of it. Nosema Typ A ist immer noch präsent in Europa, aber es wird weniger. It's caused by Nosema apis. Das kommt von Nosema apis. And usually it doesn't give very specific symptoms. Only if the colonies are really sick, you can actually see those symptoms in the first days of spring or even before. Meistens sieht man jetzt nie so spezifische Symptome, außer wenn man eine sehr, sehr starke Infektion hat, dann sieht man die meistens so im Frühling. So you will see those bees with elongated abdomens, full of feces. Das sind dann die Bienen mit dem veränderten Abdomen, voll mit Kot. Bees climbing on grass or just crawling on the hives, under the hives. Bienen, die über Grashalme klettern und über und unter den Bienenstock klettern. And feces of bees everywhere, on the hive, in the hive, somewhere on the ground as well. Und überall dieser Kot, überm Stock, im Stock und überall. And during the summer, during the season, usually it goes away if the colony survives. Und im Sommer verschwinden dann diese Symptome, wenn die Kolonie das überlebt. So, again, it looks like this. This is the Nosema bee. This is a healthy, it's dead, but still, well, looking normal. Ja, also die rechte Biene ist eine Biene mit Nosema, mit diesem verlängerten Abdomen, und die linke Biene ist eine gesunde Biene. And here you have feces around the entrance to the hive. Hier nochmal die Kotablagerung an dem Eingang vom Bienenstock. On the combs. In den Waben. Inside the hives, on the walls. An den Wänden vom Bienenstock. And right now, we actually know that diarrhea, that dysentery, doesn't really have to be connected to nosemosis type A. There are many more things that can actually cause diarrhea. But we will omit that because we have more important things to talk about, because usually Nosema apis is somewhere far away for us actually as a source of colony losses,
because right now we have to worry about Nosema type C. Eigentlich ist klar, dass man diese Diarrhoe-Symptome jetzt nicht unbedingt mit Nosema verbinden muss. Es kann auch andere Ursachen haben. Aber wir switchen jetzt mal zu Nosema C, weil das ist wohl schlimmer. So, where did it come from? Actually, like virosis, it came from Apis Cerane. Das kommt eigentlich von Apis Cerane. It was actually then first detected in Apis mellifera in 2005, so not so long ago. Man hat das erst 2005, also noch gar nicht so lange her, in Apis mellifera das erste Mal detektieren können. But I have very big freezers and very, very old samples in there. Sie hat große Kühlschränke mit sehr alten Proben bei sich. And we found samples from 1994 and we found Nosema Erkrankung in there. Und da befinden sich Proben von 1994, die schon Nosema Typ C haben. So it turns out it's been with us for quite a while and we just didn't know. Also ist es eigentlich schon viel länger unter uns, wir wussten es aber nicht. And probably the colony losses that happened way back were caused by Nosema Erkrankung, and again, we didn't know that what was the cause. So kann man davon ausgehen, dass so ein paar Kolonieverluste eigentlich von Nosema Typ C ausgegangen sind in der Vergangenheit, aber man das nicht gewusst hat. So why am I talking about Nosema Erkrankung right now, and why is it so special and so dangerous? Warum spricht sie jetzt gerade über Nosema Typ C und warum ist gerade der Typ so wichtig? It has no symptoms. Wir It's even called dry nosemosis. haben keine Symptome, deswegen spricht man auch von einer trockenen Nosema. So you will see nothing like that. The colony will look good, even the best from the entire apiary in some cases. Also keine Symptome, wir werden das nicht erkennen, weil die besten und am gesündesten aussehenden Bienen auch Nosema Typ C haben können. I will explain that in a while. Das erklärt sie gleich. So it multiplies. Why is it so dangerous? It multiplies very fast and it tolerates, well, unoptimal temperatures. So where Nosema apis doesn't want to live anymore because it's either too hot or too cold, Nosema Erkrankung says it's fine for me. Also wir haben hier eine sehr, sehr schnelle Verdopplung und Verbreitung und wir haben auch Temperaturen, die eher unüblich sind und wo dann auch Nosema Typ A sich schon nicht mehr wohlfühlt, ist es dann optimal für Nosema Typ C. So it can develop in colonies during summer, so your colonies can die of Nosema Erkrankung during autumn. Das entwickelt sich im Sommer, sodass im Herbst dann die Kolonien daran sterben können. It suppresses bees' immune system, and bees also experience something called the energetic stress, so they feel increased hunger, which leads to more risky foraging behaviors. They go more far away and in less optimal conditions. Das bedroht das Immunsystem in der Art, dass die Bienen einen stärkeren Hunger verspüren und einfach immer wieder auf Sammelflüge gehen und das so sehr übertreiben, dass die dann unglaublich erschöpft sind. And also they become foragers very fast, so they are taking out Nosema from the hive somewhere else, where somebody else can actually pick it up much faster. Die ganze Entwicklung, wann die Bienen zu Sammelbienen werden, ist auch viel schneller, sodass eigentlich noch viel jüngere Bienen auch außerhalb des Bienenstocks das schon übertragen können. And also, well, it takes one spore per bee to actually predict its death with Nosema Erkrankung, because it develops in regeneration crypts, and once it starts developing, even this one spore, it will take some time, but it will kill the bee. Because regeneration crypts are places that the midgut can make new cells. Da reicht eine Spore, um wirklich dieses Nosema Typ C tödlich für die Biene werden zu lassen. Und es dauert erstmal eine Weile, bis die Spore sich dann verbreitet, aber dann geht das unglaublich schnell. So when those centers are destroyed, there is no regeneration. So there will be less and less of those very important cells.
Und in den Zellen, in denen sich die Sporen verbreiten, die regenerieren sich nicht. Also werden es einfach immer weniger Zellen. And in the end, it can look like this. So, this is the midgut, and this is the rest of the gut, so this is the rectum, okay? This is the small intestine. This is a healthy digestive tract, a part of it, because it's yellow, you know. Am Ende sieht es dann so aus, also der erste Teil, den sie gezeigt hat, das ist der Darm und am Ende ist dann der rektale Bereich und das ist von einer gesunden Biene. And you can see below also digestive tract, and it's whitish in color, because every single cell here was destroyed and it changed color. Der obere Bereich, der ist ja gelblich für die gesunde Biene und unten bei der Kranken sehen wir, dass die Zellen weiß sind. Das liegt an den zerstörten Zellen. And I advise caution when diagnosing nosemosis in this way, because only one in some hundreds of bees has this symptom. So when you don't see it, don't think you don't have nosemosis in your bees. Hier auch nochmal die Achtung, wir haben ja gesagt, man hat keine Symptome, also hier haben auch sehr, sehr wenige Bienen diese Symptomatik, wenn Nosema C diagnostiziert ist. This is very, very, very extreme. Das ist sehr extrem. Well, it can cause the queen to lay eggs all year round, so brood will be present also in the winter. And during my PhD, I actually checked. It was present even in -20 in the infected colonies. Das kann dazu führen, dass über das ganze Jahr Brutablage ist und während ihrer Doktorzeit hat sie das auch gesehen, dass mal bei -20 Grad Brut da war. And usually it will take some time for the colony to be so sick to die, usually 2 years, but if you don't do anything, the death is certain. It will not cure itself. Das braucht seine Zeit, bis es wirklich zum Kolonietod führt, meistens so 2 Jahre. Aber wenn man das dann mal hat und auch nichts dagegen tut, dann stirbt das Volk auf jeden Fall. Oh my goodness, you're so sad. Ihr seid so traurig. No. Okay, well, and lastly, it will kill colonies much faster than actually Nosema apis. Und am Ende wird es die Kolonien viel schneller töten als Nosema apis. So where can we find it? Wo können wir es finden? Pretty much everywhere. Überall eigentlich. And I can say for Poland, actually, because we monitor this situation, every, I don't know how many, like every 150 samples, maybe we have one with Nosema apis. All the rest, that's Nosema Erkrankung. Sie monitort es in Polen und da ist es so, dass jede 150. Probe Nosema Typ A hat, sonst alles Nosema Typ C. So, again, remember, there is no symptoms. Nochmal die Erinnerung, keine Symptome. But, like I said, I will explain why those colonies with Nosema Erkrankung can be seen as the best in the apiary right now. Sie wird jetzt nochmal erklären, warum gerade diese Kolonien aber die besten in der Imkerei sind. You can roughly say that there are 4 phases of this disease. Man kann das so grob in 4 Phasen einteilen. First takes place when the first forage comes, so spring, from spring to early autumn. Die erste Phase ist so, wenn die ersten Sammelflüge beginnen, also von Frühling bis zu dem zeitigen Herbst. So then the bees fly out the entire season and they bring some spores and then some more and then some more and then some more. Die Bienen fliegen aus und sammeln fleißig Sporen und immer mehr Sporen. And those spores are multiplying. But what you see is the normal number of bees, because nothing really happens yet. Die Sporen verbreiten sich dann fleißig, aber man sieht nichts an den Bienen, weil eigentlich noch nichts so wirklich passiert. Also there is normal numbers of brood, no symptoms at all. Ganz normale Anzahl Brut, keine Symptome. The second phase takes place where
when it's colder, so there should be no brood at all. Die zweite Phase beginnt dann, wenn es kälter wird und keine Brut mehr da sein sollte. And still, there is normal numbers of bees in the hive. Immer noch ganz normale Anzahl an Bienen im Stock. And there is still brood even if the temperature really drops below 0. Und da ist immer noch Brut da, obwohl wir teilweise unter 0 Grad geraten. And queen will really lay eggs in the winter, and the bees will force her to do that. And when you do research, because you normally don't look in the hive during the winter, when you do research and you look at the queen, she's very devastated by the bees, so the wings are not looking very good because the bees poke her and bite her to lay eggs. Die Königin tut also immer weiter Eier legen, die anderen Bienen tun sie auch ein bisschen dazu zwingen. Und wenn man sich die Königin dann mal genauer anschaut, dann sieht die auch so ein bisschen angegriffen aus, weil die anderen Bienen die wirklich so penetrieren, dass die teilweise so ein paar Lücken hat im Flügel und auch überall so ein bisschen angeknabbert ist. So if you have a lot of brood and queen laying eggs all the time, you have the phase number 3, which is called phase recovery. False recovery, sorry. In der dritten Phase, die nennt man dann falsche Erholung. And usually it occurs the next spring. So you have very many bees. So like the hive is full of bees. This next spring, almost every frame, and it's still spring, almost every frame is full of brood, and the colony looks like it's the strongest in the apiary. So that's this moment. Diese dritte Phase ist dann im zeitigen Frühjahr und da sind unglaublich viele Bienen da. Man denkt, dass es dann so viel ist, dass das stärkste Volk ist, weil wirklich alle Waben voll sind mit Bienen. And actually, this is an omen of death for this colony, because the next autumn, when only the winter bees survive, and all the summer bees go away. Well, they die. In the winter bees, there is a lot of Nosema because it had a lot of time to multiply. Das ist dann ein Omen des Todes für die Winterbienen, weil die Sommerbienen, die sterben dann weg. Aber die Nosema-Sporen hatten in der Zwischenzeit sehr viel Zeit, sich zu entwickeln und deswegen sind sie zu sehr großen Anteilen bei den Winterbienen enthalten. So in the hive, at this last stage for the population, you have either a handful of bees with the queen, maybe some food, a little bit of brood present. An diesem Zeitpunkt der Krankheit hat man halt so eine Handvoll Bienen, ein kleines bisschen Brut. But if it moves to winter, sometimes it happens, you have actually every single bee on the ground, dead, on the bottom board, dead, because they didn't have the chance to fly out and just stay out of the hive. Und wenn dann wirklich der Winter da ist, dann sind die ganzen Bienen tot am Boden, weil sie halt auch nicht rausfliegen konnten. And usually everything happens very sudden. So the colony weakens, and sometimes you don't even see it when you don't go to the bees and don't bother them in autumn. Das ist dann so eine relativ schnelle Schwächung des Volkes, was man gar nicht so gut erkennt im Herbst. Okay, and this I actually said, so it can look like this. Queen is here. So kann es aussehen, da ist die Königin. So she's there, really. And there's this many bees just left, nobody else in the hive. Hier ist die Königin tot, diese Bienen sind noch übrig, niemand anderes ist mehr im Bienenstock. And that's one of the hives with from my PhD where I infected bees with Nosema Erkrankung. Das ist eine Wabe von ihrer Doktorarbeitszeiten, wo sie das ausprobiert hat. And this is what we got from one of the beekeepers. So Das- you can see. Diese Wabe hat sie von einem Imker zur Verfügung gestellt bekommen. But here, all the bees are dead. So it can look slightly different, but it's all the same. Hier sind auch alle Bienen tot, es kann also auch ein bisschen anders aussehen, aber eigentlich ist es dasselbe. So what can you do to actually know which one you have? Because one has no symptoms, so you don't know that you have it. And the other one, you actually know, because usually when you have diarrhea, you have to do something anyway.
Wie kann man jetzt rausfinden, welchen Typ man hat? Weil man sieht bei Nosema C halt nichts, aber bei den Diarrhoe-Symptomatiken muss man ja irgendwas machen. So the 100% certain species detection usually is molecular biology. I am not going to go in details because this is less important, in my opinion. Zu 100% sicher ist man, wenn man genetische Analysen macht. Da wird es jetzt aber nicht so ins Detail gehen. But what my beekeepers like, the beekeepers that I actually process samples for and make diagnosis for, is this method by just counting the spores. Was sie macht, auch mit den Imkern zusammen, ist einfach die Sporen zu zählen unter dem Mikroskop. There are also two methods to do that. You can know very precisely how many spores per one bee in the hive you have. Da gibt es mehrere Methoden. Man kann das pro einer Biene im Bienenstock messen. Or, and this is this one. Das ist dann das hier, was sie umkreist. And the more indicative method that says you have no spores. You have very few spores, so that's probably a coincidence, but you have to have an eye on this colony anyway. Es gibt noch eine genauere Methode, wo man sagen kann, es gibt gar keine Sporen oder wenige, sodass man die Kolonie doch mal im Auge behalten sollte. And 2+ usually means that you have to start your cleaning, disinfection, hygienic measures. You have to start doing it more thoroughly. Dann gibt es noch den Stand, dass man mal starten sollte, einfach seinen Bienenstock mal sauber zu machen und quasi in Aktion zu gehen. And this means usually do something now or the colony is dead. Oder das Resultat heißt, tu jetzt was oder die Kolonie stirbt. And both of those mean exactly this. That's 3+ and over 2 million of spores per bee. Und das können wir hier bei beiden Beispielen sehen. Also das ist diese mit den 3 Plussen, dieses Ergebnis, dass man über 200 Millionen Sporen hat. Oder 2 Millionen. So the most important part is, in my opinion, actually, let's go back here, that you don't really need to know which species you have. You have to know how many spores per bee or how many pluses you have. How bad the infection is in general. Nach ihrer Meinung ist es jetzt gar nicht so wichtig, wenn man handeln soll, zu wissen, welchen Typ man hat. Man sollte einfach eher wissen, wie viel von den Sporen vorhanden sind. Because both control and prevention are good for both species. So Nosema Apis and Nosema Cerane. Für beide Typen ist einfach Prävention und Kontrolle an sich einfach sehr effektiv. So generally it is agreed that hygienic measures are the most effective in fighting this disease. Fumagillin is banned in the European Union and actually this is good. Alles, was mit Hygiene zu tun hat, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Methode, um die Nosema-Krankheiten in Schach zu halten. So what I understand by control is that, that should be the other way around. Prevention is regular cleaning and general hygiene in the apiary. I did the presentation during the night. Prävention heißt einfach sauber machen und jede Art von Hygienemaßnahmen einhalten. And control is you do it now or you don't have the colony. Und Kontrolle ist einfach wirklich aktuelle Aktion, weil sonst die Kolonie eingeht. So it is very good to move the bees to a disinfected, clean hive or a new one. Man könnte die Bienen in einen sauberen Bienenstock, der nicht infiziert ist, überführen. You disinfect your equipment. Alle Materialien desinfizieren, also Werkzeug, was man verwendet. And you have to switch combs to foundation. If you have severe nosemosis, it's best to just put the bees on foundation. Man soll die Waben, glaube ich, rausbringen. Die Mittelwände, ja. Danke. Okay.
Okay, nur Mittelwände verwenden? But if you do prevention, actually 50 to 80% should be enough if you don't have bad neighbors. Wenn man Prävention übt, sollte man eigentlich so zu 80% gut durchkommen, wenn man jetzt keine schlechten Nachbarn hat, quasi. And of course, I don't mean with prevention, I don't mean you have to do it at one point. You just do it in parts during the season. Und damit meint sie natürlich auch, dass man das regelmäßig macht und nicht nur einmal. So if one of your colony dies from any reason, really don't give the food from this colony to any other colony, please. Wenn man jetzt feststellt, dass eine Kolonie gestorben ist, soll man das vorhandene Futter nicht einfach zu einer anderen Kolonie geben. If you have very, very weak colonies and you didn't actually do any lab work on them, don't merge them. It's better to sacrifice them than to merge them, because if you merge them and even one of them is diseased, it's going to be a, medium strength colony that is going to survive longer and spread Nosema for a longer time. Wenn man jetzt mehrere schwache Kolonien hat, soll man die auch nicht zusammenfügen, wenn man jetzt keine Laboranalysen vorher gemacht hat, weil man hat dann so eine mittelschwache Kolonie, wo eventuell eine Biene auch krank ist und dann ist aber auch ein längerer Zeitraum, wo sich das entwickeln kann. And now the nice things. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen. So, of course, the colonies, if you can be as far apart as they can be. Wenn die Möglichkeit besteht, die Kolonien so weit voneinander entfernt stellen wie möglich. And the more colorful, the better, because both those factors makes the bees wander less. Wenn man die Bienenstöcke bunt bemalt, würde das Wandern verhindern. Also das bringt die Bienen nicht dazu zu wandern. Because imagine, if you are super, super, super hungry, super weak, and you have other physiological changes because of this disease, you don't really care in which hive you end up, okay? You just want a colony to take care of you. Wenn man jetzt als Biene unglaublich hungrig ist, aber auch total krank, dann ist das nicht so unglaublich wichtig, in welchen Stock sie fliegt. Sie will einfach einen finden. Okay, and of course, queens from breeders that, if they actually have to do this in Germany because I don't know, but if they have lab work on the colonies that produce the queens, that's perfect. Man sollte Königinnen verwenden, die getestet sind. Da ist sie sich jetzt nicht sicher, ob das in Deutschland Vorschrift ist. Nein, it's not. Okay, thank you. In Poland it's not as well. Ist auch nicht in Polen. Okay, so disinfection. Really simple and really cheap. Einfach desinfizieren, ganz einfach. And but it can be actually used with all the diseases. Except Varroa, of course, because it's effective towards any pathogens, really. Viral, fungal and bacterial. So eine einfache Desinfizierung bringt schon gegen viele Krankheiten was, außer Varroa natürlich, weil aber auch Viren und Bakterien da ganz gut in Schach gehalten werden können. Of course, scrape your equipment and hives thoroughly before. And then, if you have wooden hives, this is nice because you can just use temperature, so use the burner to disinfect them. Wenn man jetzt Holzbeuten hat, kann man es auch mal abbrennen. But if you have any plastic hives, that would be a one-time thing. So you have to use chemical treatments here. Ja, war das jetzt falsch? Okay. So, einfach mal so ab. Bei Plastikbeuten dann eher Chemikalien verwenden. They are laughing because I think I said something funny because of burning the... Oh, no. I will show you in a second. Yeah, I think I just used funny words, but I think everybody knows what I mean. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. So you have either sodium hypochlorite, and it can be, the percentage should be 1 or more. That's it.
Natriumchlorid, glaube ich, heißt das, kann man bei Plastik nehmen. And it's super cheap. And it's actually very accessible, so no problems here. Kann man in einer geringen Konzentration nehmen, ist auch relativ billig zu erhalten. And sodium hypochlorite, also in very low percentages, but then you have to neutralize it with acetic acid, and then of course everything has to be rinsed with water. Wenn man mit Natriumhydroxid arbeitet, kann man auch geringe Konzentrationen nehmen, muss man aber aufpassen, dass man beim Arbeiten dann auch alles neutralisiert und auch mit Wasser bearbeitet. So, by burning I meant this. Das hat sie mit Brennen gemeint und ich habe das auch gemeint. Make the inside of the hive like slightly golden, Ja, so not so leicht angolden. on fire. Leicht golden. You can use an equipment like this. Ja, so eine Ausrüstung kann man dafür verwenden. That's one of my students doing this during classes, actually. Das macht sie mit ihren Studenten in ihren Kursen so. Or you can use this. Oder man This kann is das actually nehmen. very comfortable, and I use this right now because you can just put it in your pocket. Das ist sehr portabel und einfach zu verwenden. Man kann es ja halt in Taschen stecken mit sowas. So you can also disinfect empty combs, but they have to be nice and yellow, like sunny combs, very fresh. Man kann auch Mittelwände, war richtig, einfach desinfizieren. Of course, you do it outside because you are using very concentrated acetic acid, 80% concentrated or more. Das am besten draußen machen, weil die Säuren, die man verwendet, hochkonzentriert sind, 80% oder mehr. Put them in airtight boxes. You can even airtight. It doesn't really have to be super airtight, but generally you can airtight your brood boxes with some foil, and that's fine as well. Man kann die Brutboxen ein bisschen luftdicht verschließen, nicht extrem luftdicht, aber schon so ein bisschen mit Folie. And you put something that will keep the acid inside, and it's going to be evaporating like a piece of wool. Dann kann man die Säure reingeben in die Box. And for 9 frames, 9 standard frames, it's usually 180 milliliters of acid. Und wenn man 9 Waben verwendet, hat man so ungefähr so 180 Milliliter von der Säure, die man verwenden soll. And the temperature during the day should be at least 17 degrees centigrade. Also bei 17 Grad sollte man das machen. Also die Säure auf Baumwolle oder so einen Schwamm geben. Oh, sorry. Das muss verdampfen. Okay. You keep it there for 2 weeks, and another week you air it, and it should be good. It works for both nosemas, and I know that I'm almost out of time, so I'm going to make it quick. Also 2 weeks? Yes. 2 weeks. 2 Wochen stehen lassen und dann sollte das eigentlich ganz gut auf die Nosema-Typen wirken. I have 4 more slides, so I'm almost done. Okay, there are supplements you can give to bees, but they work more for bees' stomach, like a mint tea. Then they do something to Nosema. It doesn't have to be this. It can be anything, but it works the same. Ja, es gibt halt auch so verschiedene Supplemente, die man zufüttern kann, die gegen Nosema auch helfen sollen. But what all research says is that when you treat your Varroa with oxalic acid in the scheme that you're using for Varroa, it really helps to fight Nosema as well. Studien haben ergeben, dass wenn man eine Varroa-Behandlung mit Oxalsäure macht, dass das auch gegen Nosema hilft. And a take-home message is that you really have to think about it. Think about Nosema, and I would say check for it, preferably in the lab, at least once a year, maybe at the beginning of the season, so you are not ending up with empty hives at the end of the season.
Sie empfiehlt es wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern das auch einmal im Jahr von einem Labor abchecken zu lassen und auch zumindest im Hinterkopf zu behalten, dass man wirklich Nosema haben kann, auch wenn man es nicht sieht. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Lisa. Vielen Dank fürs Einspringen bei Vokabeln. Der Scherz ging nicht zu deinen Lasten, Lisa, sondern ein Teil der Leute hat verstanden, was sie meinte, wenn man Plastebeuten ausflammt und haben schon gelacht, bevor du es übersetzt hattest. Ah, okay. Das war die Idee. It's because of the burning thing with the plastic and the wood. Frau Gajda wird uns begleiten bis zum Ende der Veranstaltung. Das heißt auch, sie wird für Fragen zur Verfügung stellen. Und ich würde an der Stelle ein ganz liebes Danke aussprechen wollen, wenn du so freundlich wärst, es hier zu übersetzen. We are very thankful for being here and giving this presentation to us. Thank you very much. Danke dir. Here's a present for you. Enjoy. Oh, thank you. Wow. Thanks a lot for being here. Thank you. So, jetzt muss ich wieder unseren Technik anschauen. Yeah, we're done. Läuft, weil